hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch lernen, wie man mit den Prismacolors blendet, welche Möglichkeiten man hat und welche Medien man zum Blenden verwenden kann. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss des Videos dabei. Wir werden einige Themen in diesem Video ansprechen. Ich habe hier den Ausdruck aus Jenna Basfords kostenlosem Buch Flourish. Ich habe es auf normalem Kopierpapier ausgedruckt, damit ja das Blenden vergleichbar ist mit dem, was ihr wahrscheinlich auch zu Hause habt. Ja, also schnappt euch den kostenlosen Ausdruck. Link ist unten in der Infobox. Holt eure Stifte raus und lasst uns anfangen. So, und zuallererst werden wir das Blenden mit einer Farbe üben. Und zwar habe ich hier die 208 Indian Throne Blue. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ihr seht es und die Nummer ist auf jeden Fall deutlich. 208. Und wir werden hier von dunkel nach hell malen. Bei so kleinen Blumen hat man oft keine andere Möglichkeit, als eine Farbe zu verwenden. Und das Geheimnis von dunkel nach hell mit einer Farbe ist eben der Druck, den man ausübt. Wenn man die Farbe stark haben möchte, drückt man noch etwas stärker, malt in kleinen kreisenden Bewegungen und lässt den Druck zur Mitte hin nach. Stärker drücken, kleine kreisende Bewegungen, Druck nachlassen. Bei so kleinen Blumen ist es eigentlich ganz easy, eine gute Aufwärmübung zu beginnen. Kommen wir zu einer etwas größeren Blume. Auch hier wird mit einer Farbe gearbeitet. Mehr Druck, wo man die Farbe dunkel haben möchte, und den Druck nachlassen, wenn man die Farbe heller haben möchte. Immer in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten, so bekommt ihr eben ein gleichmäßiges Blenden der Farbe. Wenn man es noch ein bisschen dunkler haben möchte, geht man nochmal zurück, blendet nach und lässt den Druck danach. So sieht es dann aus, wenn man mit einer Farbe arbeitet. Und wenn man es schöner verblendet haben möchte, ihr seht, ich habe hier sehr viel von dem Weiß noch in den dunklen Stellen durchscheinen. Das ist die Struktur des Papiers. Und ich kann immer wieder rüber gehen und die Farbe, also mehr Farbe auftragen und das Papier quasi sättigen. Oder man hat hier zwei Möglichkeiten. Man kann zu einem Blenderstift greifen. Ich habe hier einen von Lyra und kann von der hellsten Farbe zur dunkelsten Farbe hochblenden. Von der hellsten Farbe zur dunkelsten Farbe hochblenden, um die Struktur des Papiers zu glätten. Oder was man auch machen kann, malen wir hier noch einmal ganz schnell eine Blume aus. Man kann mit Weiß nacharbeiten. Weiß hält aber die Blume auf. Deswegen vorsichtig benutzen. Auch hier kann man eben die Struktur des Papiers sättigen und man wird diese weißen Pünktchen auf jeden Fall auch los. Und man hat fast denselben Effekt, wenn man genau hinschaut.
Kommen wir zum nächsten Schritt, das Blenden mit 2 Farben. Ich habe hier Magenta 930 und Pink Rose 1018 und ich werde oft gefragt, wie blende ich richtig von hell nach dunkel, von dunkel nach hell. Und ich muss sagen, da kommt es bei mir wirklich auf die Stifte an, welche Stifte ich benutze. Arbeite ich mit dem Polychromos, arbeite ich von hell nach dunkel, weil ich meine Farben aufbaue. Je mehr Schichten ich bei dem Polychromos benutze, desto intensiver und schöner sehen die Farben aus, desto mehr Farbtiefe bekomme ich. Die Prismacolors sind sehr weiche Stifte und auch von sich aus schon sehr, sehr farbintensiv. Und bei den Prismacolors blende ich von dunkel nach hell, weil ich das Gefühl habe, nicht so viele Schichten mit den Prismacolors aufbauen zu können. Und die hellen Farben der Prismacolors neigen dazu, meine dunklen Farben etwas auszubleichen. Deswegen arbeite ich hier mit den Prismacolors in dem Fall von dunkel nach hell. Ich fange mit Magenta an, stärkeren Druck, so wie eben auch. Und den Druck dann nachlassen, immer in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten. Wirklich sanft auslaufen lassen, dass man keine Kanten hat, weil wir jetzt mit der nächsten Farbe anfangen. Pink Rose 1018. Ich setze in meinem Magentaton an, nicht ganz weit oben, sondern fast vor Abschluss, wo ich kaum mehr Farbe sehe. Da setze ich an. Da blende ich meinen zweiten Farbton ein, in kleinen kreisenden Bewegungen. Auch hier erstmal mit stärkerem Druck. Und den Druck lasse ich dann nach, je näher ich zur Mitte hinkomme. Ich arbeite hier oben nochmal mit Magenta nach. Bisschen dunkler, ein bisschen mehr Farbkontrast. Und jetzt nochmal mit Pink Rose ausblenden. Das Ganze üben wir nochmal in etwas schneller. Mit Magenta in der Blütenspitze ansetzen, starker Druck, kleine kreisende Bewegungen. Je näher man zur Blütenmitte kommt, den Druck nachlassen. Dann mit unserem zweiten Farbton Pink Rose hier ansetzen, circa nicht ganz oben in der Blütenspitze, sondern so im unteren Drittel, einfach, dass man die Farbe mit ausblendet. Kleine kreisende Bewegungen, starker Druck und den Druck nachlassen, je weiter man zur Blütenmitte kommt. Dann kann man hier noch den Knickpunkt des Blütenblattes, starker Druck, den Druck ein bisschen weiter nachlassen, so dass man die zweite Farbe ohne Probleme reinblenden kann. Wenn man möchte, kann man auch hier mit Weiß noch ein bisschen nacharbeiten.
damit hier der untere Punkt etwas mehr strahlt. Das war's auch schon, das Blenden mit 2 Farben. Als nächstes kommt das Blenden mit 3 Farben. Ich habe hier die 1007, 1008 und 934. 1007 Imperial Violet, 1008 Parma Violet und 934 Lavender. Und wir fangen auch hier wieder mit unserer dunkelsten Farbe an, den Imperial Violet. Und ich male quasi einen Rand hier bei diesem Blütenblatt. Kleine kreisende Bewegungen, stärkeren Druck und lasse den Druck nach. Wenn ich 3 Farben benutze, je nach Größe des Blütenblattes natürlich, ziehe ich meine erste Farbe nicht so weit rein, weil ich ja noch dran denken muss, dass ich 2 weitere Farben mit auftragen muss. Also den Rand mit stärkerem Druck, kleine kreisende Bewegungen, den Druck nachlassen. Dann nehme ich meine zweite Farbe, Parma Violet. Ich setze in meiner ersten Farbe an, hier auch wieder eher im unteren Teil, nicht ganz weit oben, und blende die Farbe aus. Hier benutze ich aber einen mittleren Druck. Keinen starken Druck, sondern einen mittleren Druck, weil ich diesen Farbverlauf beibehalten möchte, und den Druck lasse ich nach, je weiter ich hier zur Blütenmitte komme. Dann nehme ich meine hellste Farbe, Lavender, und setze in meiner zweiten Farbe an. Auch wieder mit mittlerem Druck, nicht mit starkem Druck. Und blende die zweite Farbe aus und lasse den Druck nach, je weiter ich hier nach unten komme. Und so habe ich 3 Farben ineinander geblendet. Wenn man mittlere Farbtöne hat, wie zum Beispiel hier meine 3 lila Farbtöne, die sind nicht ganz so hell, kann ich mit meinem hellsten Ton theoretisch auch über alles drüber gehen, um alles zusammen zu blenden. Das würde ich nicht machen, wenn ich sehr helle Farben habe, wie ein Aprikot oder ein helles Gelb, weil diese Farben dazu neigen, die anderen Farben auszubleichen oder so einen weißlichen Schimmer über andere Farben zu legen. Aber bei so mittleren Farben wie diesem Lavender zum Beispiel kann man das eigentlich ganz gut machen. Machen wir das Ganze nochmal an einem Beispiel. Mit meiner dunkelsten Farbe, dem Imperial Violet, male ich den Rand der Blume aus. Starker Druck, und je mehr ich zur Mitte hin ausblende, desto mehr lasse ich den Druck nach. Dann meine zweite Farbe, Parma Violet. Ich setze in meiner ersten Farbe an. Kleine kreisende Bewegungen mit mittlerem Druck und den Druck nachlassen, je weiter man zur Mitte kommt. Und nun meine hellste Farbe, das Lavender, in meiner zweiten Farbe ansetzen, kleine kreisende Bewegungen mit mittlerem Druck und den Druck nachlassen, je weiter man zur Mitte kommt. Wenn man möchte, kann man über alles einmal drüber gehen, um das ineinander zu blenden. Nun zum Blenden mit 4 Farben. Das macht man meistens, wenn man größere Flächen hat, die man ausmalen möchte, oder einen schönen Farbverlauf wie am Sonnenuntergang malen möchte, oder Blätter zum Beispiel. Und wir nehmen dafür die 924 Crimson Red,
922 Poppy Red, 939 Peach und 927 Light Peach. Und auch hier fange ich mit meiner dunkelsten Farbe an, male erst mit stärkerem Druck den Rand nach. Und dann blende ich in kleinkreisenden Bewegungen meine dunkelste Farbe zur Mitte hin aus. Den Druck immer weiter nachlassen. Denkt dran, nicht zu weit. Ihr habt noch 3 weitere Farben, die ihr benutzen müsst. Dann mit meinem zweiten Farbton Poppy Red 922 setze ich in meinem ersten Farbton an und blende ihn zur Mitte hin mit kleinen kreisenden Bewegungen aus. Und den Druck dann natürlich zur Mitte hin auch wieder weiter nachlassen. Dann unsere dritte Farbe Peach 939 mit stärkerem Druck in meiner zweiten Farbe ansetzen und sie zur Mitte hin ausblenden. Kleine kreisende Bewegungen, und je mehr man zur Mitte kommt, desto mehr sollte man den Druck nachlassen, weil wir ja noch eine letzte Farbe haben. Jetzt kommt unsere letzte Farbe, Light Peach. Und hier gehen wir auch in unseren dritten Farbton rein, kleine kreisende Bewegungen, mittlerer bis starker Druck und blenden den Farbton aus. Und so hat man eben das Blenden mit 4 Farben auf einer etwas größeren Fläche. So, jetzt haben wir mit 1, 2, 3 oder 4 verschiedenen Farbtönen das Blenden gelernt, und wir haben auch zwischendurch ein paar Blendmedien benutzt. Und zwar gibt es so 3, die eigentlich regelmäßig benutzt werden. Einmal ist es der Lyra Blender oder ein Blenderstift. Dann kann man oft auch ein Weiß zum Blenden benutzen. Ich würde, wenn man die Struktur des Papiers glätten möchte und Farben zusammenbringen möchte, nicht unbedingt das Prismacolor Weiß benutzen. Ich würde das Prismacolor Weiß wirklich nur benutzen, wenn man aufhellen möchte. Das Weiß der Polychromos zum Beispiel ist eigentlich nicht so zum Aufhellen zu gebrauchen. Es ist eher ein schwaches Weiß, das man zum Beispiel auch gut zum Blenden verwenden kann. Also das Prismacolor Weiß eher zum Aufhellen, zum Blenden ist das Polychromo Weiß eigentlich ganz gut geeignet.
Und dann kann man Farbverdünner benutzen. Farbverdünner, ich habe hier einen von Spectrum Noir, Gemsel. Es gibt verschiedene Marken, es gibt Zested, es gibt Gensel. Es gibt ganz unterschiedliche Marken, die man benutzen kann. Ich bin mit meinem eigentlich ganz zufrieden. Und der Clou bei einem Farbverdünner ist, dass man vorher mehrere Farbschichten aufgetragen hat. Wenn man wenige Farbschichten aufträgt, kann es sein, dass der Farbverdünner ein Bild eher grau erscheinen lässt. Wenn man viele Farbschichten aufgetragen hat, erst dann lösen sich die Farben schön vom Papier und lassen sich auch gut blenden. Und hier ist der Tipp, weniger ist mehr. Ich mache wirklich nur ganz, ganz wenig an meinem Pinsel dran. Sogar das, was ich dran habe, ist zu viel. Das tupfe ich ab oder ich streiche es ab. Mein Pinsel muss eigentlich fast trocken sein zum Blenden. Und dann finde ich es wichtig, von hell nach dunkel zu blenden, so dass ihr wirklich die dunklen Farben nicht in euren hellen Farben habt. Ich benutze einen etwas härteren Pinsel. Ich finde, das gibt mir ein bisschen mehr Kontrolle übers Blenden. Noch einmal als Beispiel hier bei dem pinken Farbton. Wichtig ist, dass ihr den Pinsel sauber macht, weil er natürlich die Farbe von euren Stiften auch aufnimmt. Ich würde sogar sagen, hier habe ich zu wenig Farbe drauf, aber wir können es ja mal probieren, von hell nach dunkel zu blenden. Und das Schöne ist, wenn man Farbverdünner bei den Prismacolors benutzt, dass man diesen wachsigen Schein los wird. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Alle anderen Blütenblätter glänzen so ein bisschen wachsig, aber dieses hier, das ich mit Farbverdünner gelöst habe, das glänzt nicht mehr. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt vom Farbverdünner, den man bei seinen Bildern, wenn man diesen wachsigen Glanz nicht mag, sehr, sehr gut benutzen kann. Die Blenderstifte können auch so einen Schein produzieren. Allerdings finde ich, sind Blenderstifte eine schnelle Alternative, um Farben zusammenzublenden und diese weißen Pünktchen vom Papier loszuwerden. Es kann sein, wenn man nur wenig Farbe benutzt hat, dass auch diese Blenderstifte die Farben nach dem Blenden eher stumpf aussehen lassen. Aber im Allgemeinen, wenn man einen guten Blenderstift benutzt, sollte das nicht der Fall sein. Auch hier würde ich euch raten, von hell nach dunkel zu blenden und wenn ihr in hellen Farben ansetzt, auch eure Stiftspitze sauber zu halten. Ich male meistens auf meinen Fingern herum, einfach um die Mine zu reinigen. Ihr könnt aber auch ein extra Blatt Papier nehmen und dort die Mine ausmalen. Zu dem Weiß habe ich ja eben schon ein bisschen was gesagt. Das Prismacolor Weiß ist für mich eher zum Aufhellen gedacht, weniger zum Blenden. Aber wie ihr hier bei den blauen Blüten auch gesehen habt, ist es auch ganz schön, um diese weißen Pünktchen loszuwerden, wenn man eine helle Fläche haben möchte. Ja, das zum Thema Blendmedien, die man beim Malen benutzen kann und die gerade bei Prismacolors eigentlich sehr gut funktionieren. Und kommen wir zum letzten Punkt dieses Tutorials, und zwar sind es die unterschiedlichen Arten, wie man Blumen ausmalen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber wir haben hier bei dem Malen schon verschiedene Arten benutzt. Ich habe mir mal so 5 rausgeschrieben oder 5 ausgeschaut, die gerade für Beginner eigentlich ganz, ganz simpel sind. Und zwar ist die erste Art das Blenden von dunkel nach hell. Das haben wir hier ganz gut eingesetzt. Wir haben dunkel angefangen, zur Mitte der Blüte hin hell ausgeblendet. Andersherum kann man von hell nach dunkel blenden. Und ich
gucke gerade mal, haben wir das hier irgendwo angewendet? Nein, haben wir nicht. Können wir aber mal ganz schnell. Und zwar nehme ich hier mein Dunkelblau und hier bei diesen kleinen Blümchen können wir ganz gut von dunkel nach hell blenden. Das Prinzip ist das gleiche, es ist eben nur umgekehrt. Das kann man mit 1, 2, 3, 4 Farben machen, ganz egal. Der Effekt, wie ihr im Vergleich seht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das macht natürlich die Diversität der Blumen aus, dass sie unterschiedlich aussehen. Also Effekt 1 von dunkel nach hell, Effekt 2 von hell nach dunkel. Dann ist das dritte ein Glanzpunkt. Und das haben wir hier unten in der Ecke und wir malen das einmal zusammen. Ich habe hier 2 Farben benutzt. Einmal Yellow Orange und Lemon Yellow 1002 und 915. Wir fangen mit dem dunklen Farbton an. Yellow Orange 1002. Und ich male hier einfach von dunkel nach hell und lasse meine Farbe auslaufen. Also an meinem dunkelsten Punkt mehr Druck und die Farbe wirklich auslaufen lassen, indem man den Druck nachlässt. Das gleiche von der Spitzenseite. Mehr Druck, kleine kreisende Bewegungen, Druck nachlassen, Farbe auslaufen lassen. Jetzt nehme ich mein Gelb und setze hier in dem Orange an. Nicht ganz in der Spitze, sondern ein bisschen weiter unten. Ein bisschen stärkeren Druck, kleine kreisende Bewegungen und die Farbe auslaufen lassen. Dann setze ich hier an. Nicht ganz in der Spitze, ein bisschen weiter unten, stärkerer Druck und den Druck auslaufen lassen. Der Clou bei so einem Glanzpunkt ist, dass dieser helle Streifen auf einer Ebene ist, dass man wirklich in der Runde der Pflanze diesen hellen Streifen beibehält. Machen wir das Ganze noch einmal. Stärkerer Druck, kleine kreisende Bewegungen, Druck nachlassen. Stärkerer Druck, kleine kreisende Bewegungen, Druck nachlassen. Dann setzt man mit dem Gelb nicht ganz oben an, sondern eher im unteren Bereich. Stärkerer Druck, kleine kreisende Bewegungen und den Druck nachlassen. Auch hier das gleiche. Stärkerer Druck, kleine kreisende Bewegungen und den Druck nachlassen. Die Mitte kann man ganz leicht, ganz leicht mit dem Gelb übermalen, sodass es nicht ganz so weiß ist, aber auch nicht ganz so gelb wie dieser Bereich, sondern dass da wirklich ein Glanzring drumherum ist. Dann ist der nächste Effekt, den wir auch geübt und gemalt haben, dieser Glow-Effekt, wo es in der Mitte leuchtet. Und wir haben das ja eben schon gemalt und ich finde, es ist ein ganz schöner Effekt und ich liebe ihn einzusetzen. Der nächste Effekt ist so ähnlich wie dieser Glow-Effekt, aber es ist so eine Mischung aus der pinken Blüte hier unten und diesem leuchtenden Glow-Effekt. Man hat zwar ein Strahlen in der Mitte, aber es läuft nach unten hin aus. Dafür habe ich 3 Farben verwendet. Einmal 1027 Peacock Blue, 905 Aquamarin und 992 Light Aqua.
Und wir fangen hier mit dem dunkelsten Farbton an, indem wir einen Rand hier unten drum herum malen. Mit starkem Druck. Und diesen Rand ein bisschen ausblenden mit kleinen kreisenden Bewegungen und den Druck eben nachlassen. Dann nehmen wir die nächste Farbe, Aquamarin 905, setzen hier nicht ganz am Rand, aber ein bisschen weiter runter in unserer ersten Farbe an und blenden sie zur Mitte hin aus. Ein bisschen stärker zu Anfang, und je weiter man zur Mitte hingeht, lässt man den Druck natürlich nach, weil die Farbe ja heller werden soll und auslaufen soll. Dann nehme ich meine hellste Farbe, das Light Aqua, setze in meiner zweiten Farbe an, nicht ganz oben, ein bisschen weiter unten, und auch hier mit kleinen kreisenden Bewegungen und zuerst stärkerem Druck. Je weiter ich zur Mitte komme, lasse ich den Druck nach, um eben diesen leuchtenden, hellen Punkt in der Mitte nicht zu verlieren. Ich blende nur ganz leicht die Mitte aus. Und jetzt zu unserem Weiß, worüber wir eben gesprochen haben. Ich möchte die Farbe hier ein bisschen mehr verblendet haben, aber auch gleichzeitig ein bisschen mehr aufgehellt haben. Deswegen greife ich zu meinem Prismacolor Weiß und blende. Erstmal wische ich mein Weiß ab, damit ich keine anderen Farben hier mit einschleppe, und blende von meinem hellsten Punkt in kleinen kreisenden Bewegungen zu meinem dunklen Punkt raus. Und somit habe ich meine hellste Farbe verblendet, aber die Mitte auch ein bisschen aufgehellt. Dafür ist das Weiß super. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, und das ist auch unsere letzte Möglichkeit, die ich in diesem Tutorial. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Das hier ist ein Anfänger-Tutorial und ich bleibe bei 5 Basic Blendmethoden. Die fortgeschrittenen Möglichkeiten seht ihr bei meinen Color and Talk Videos vielleicht. Hier und da, wenn ich einen Color Along mache, also haltet da die Augen offen. Und zwar ist die letzte Möglichkeit das Blenden von einem dunklen Streifen innen nach außen, wo es heller wird. Also ein Übergang oder Reversed Glow vielleicht, weil es eigentlich das Umgekehrte von dem Effekt hier ist. Es leuchtet nicht in der Mitte, sondern der Rand soll ein bisschen mehr strahlen. Ich habe 2 Farben, einmal Parrot Green 1006 und Light Green 920. Wir setzen mit dem Parrot Green an. Hier ein Strich in der Mitte. Wirklich nur ganz vorsichtig und ganz leicht den Rand ausblenden. Ganz leicht den Rand ausblenden. Den Strich malt man etwas stärker, das Ausblenden ganz sanft. Wir haben hier keine große Fläche, womit wir arbeiten können. Deswegen zählt der Effekt. Dann nehme ich meine hellere Farbe, das Light Green, und blende nicht ganz von der Mitte, aber diese hellen Ausläufer vorsichtig aus. Gar nicht starken Druck, eher leicht bis mittel, damit man das dunkle Grün nicht ganz ausbleicht mit dieser hellen Farbe. Und den Rand, den lassen wir einfach weiß. Weiß ist auch eine Farbe.
hier wieder ein bisschen stärker die Mitte reinmalen und mit leichtem Druck ein Ausläufer drumherum. Mit der hellen Farbe dann den Ausläufer leicht verblenden, aber immer noch einen hellen Rand lassen, damit es diesen leuchtenden Effekt hat. So, und damit haben wir unsere 5 Möglichkeiten, wie man leicht blenden kann, hinter uns. Einmal von dunkel nach hell, von hell nach dunkel. Genauso hier haben wir von hell nach dunkel. Dann haben wir hier diesen Glanzstreifen, dann diesen Glow-Effekt und hier einen ein bisschen anderen leuchtenden Effekt und hier eben das Blenden von innen nach außen. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial Spaß gemacht und ihr habt einiges gelernt. Meistens ist es wirklich eine Übungssache, wie man mit dem Druck umgeht, wann man die Farben wechselt, wie man die Farben ineinander blendet. Also nicht verzweifeln, wenn eure ersten Versuche nichts werden oder anders aussehen. Es ist wirklich nur eine Übungssache. Also bleibt dabei, viel Spaß beim Malen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!